Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Non-legato, staccato, portato. Kann man das essen oder kann ich das einsetzen, um mein Blockflötenspiel zu verschönern? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder dass ihr neu hinzugekommen seid. Vielen, vielen Dank an diejenigen, die meinen Kanal abonniert haben. Letzten Freitag gab es ja ausnahmsweise mal kein Video von mir, weil ich leider etwas angeschlagen war. Und da möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken für die vielen lieben Wünsche, die ich auf verschiedenen Kanälen von euch bekommen habe. Und ja, hat mich sehr gefreut. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Aber heute ist zum Glück wieder Veras Blockflöten-Time und wir gehen mal der Frage auf den Grund, was Portato, Legato, Staccato, Tenuto und Non-Legato eigentlich alles sind. Gabriele hatte mich gefragt, hast du ein Video oder könntest du eins machen, in dem der genaue Unterschied bzw. Hör- und Spielproben zum Thema Legato, Staccato und besonders Portato erklärt wird? Ich glaube zwar, dass ich das intuitiv tue, hätte aber gerne mehr Klarheit, um mein Flötenspiel zu verdeutlichen. Ja, dann hoffe ich, dass ich heute da etwas Klarheit reinbringen kann in diese Frage. Wir fangen mal mit dem einfachsten an, nämlich mit dem Staccato. Das ist sicher allen von euch ein Begriff. Das ist, wenn ich die Töne statt einfach normal zu spielen, zwar nicht schneller spiele, aber ihre Klangdauer etwas abkürze. Oder besser gesagt, ziemlich abkürze. Die Noten werden also sozusagen nur kurz angetippt und ich muss dann warten, bis es Zeit ist für den nächsten Ton. Also wie gesagt, das bedeutet nicht, dass man schneller spielt, sondern dass man einfach eine größere Lücke zwischen den Tönen hat. Das ist normalerweise in den Noten dargestellt mit einem Pünktchen über dem Notenkopf oder unter dem Notenkopf. Ist aber nicht immer so dargestellt. Manchmal steht die Note einfach so da und wir machen unsere eigene Interpretation bzw. versuchen das Stück zu gestalten und an bestimmten Stellen, zum Beispiel in barocken Sonaten, ist es angebracht, Staccato zu spielen. Also zum Beispiel, wenn ich mehrmals den gleichen Ton spiele oder wenn ich große Sprünge drin habe. Und mit dem Staccato kann ich einfache Melodien zum Beispiel direkt verschönern oder eben zum Beispiel ein barockes Stück. Die Herausforderung kann beim Staccato zum Beispiel sein, dass ich es nicht deutlich genug spiele. Also es ist in den meisten Fällen gut, wenn ich das Staccato mit eher einem Tü als einem Dü anstoße. Jedenfalls, ob es nun ein härteres Dü ist oder ein weicheres T, auf jeden Fall deutlich ist wichtig. Dann klingt es auch richtig schön knackig kurz. Und eine andere Herausforderung oder Schwierigkeit dabei kann sein, dass man eilt, weil diese Lücke entsteht zwischen den Tönen und man dann ein bisschen zu früh beim nächsten Ton ist. Da muss man also sehr aufs Timing achten. Gut, jetzt gehen wir mal über zum Portato. Portato heißt eigentlich getragen. Ich lese euch jetzt mal vor, was Wikipedia zum Portato schreibt. Es bezeichnet in der Musik im Unterschied zu Legato und Staccato eine früher mit Tragen der Töne bezeichnete Artikulationsart, wobei die einzelnen Töne mit leichtem Nachdruck vorgetragen werden. So, da müssen wir gleich noch mal drüber sprechen. Das mit dem Nachdruck, das versehe ich mal mit einem Fragezeichen.
Dabei werden die aufeinanderfolgenden Töne deutlich voneinander getrennt, jedoch anders als beim Staccato, nur minimal unterbrochen. So, und da haben wir es. Also für uns Blockflötisten bedeutet Portato eigentlich, man könnte fast sagen, das normale Spielen, dass man die Töne trennt mit einem Dü oder einem Tü, also jeden einzelnen Ton beginnt mit einem Zungenstoß, dass man aber die Dauer der Töne nicht verkürzt. Also, dass ihr die Töne zusammenhängend, dicht aneinander spielt, aber nicht gebunden. Das Gebundene wäre das Legato, dazu kommen wir auch gleich noch. Und das Portato soll eigentlich relativ gebunden klingen. Die Töne sollen dicht aneinander sein, aber mit einem Zungenstoß dazwischen. Und ich würde jetzt dieses, was hier steht mit dem Nachdruck, das würde ich ehrlich gesagt mal ganz außer Acht lassen. Es geht einfach nur um Deutlichkeit. Das ist vielleicht das richtige Wort, ja. Also, dass ihr die Töne deutlich voneinander trennt, aber sie bis zum Ende klingen lasst. Ihr könnt euch das vorstellen wie in dieser Zeichnung. Der vertikale, der senkrechte Strich, der ist der Anfang des Tones, sagen wir mal Dü, und der waagerechte Strich, der dann folgt auf unserer Messlatte hier, der deutet die Dauer des Tones an. Und dann kommt ja wieder ein senkrechter Strich. Das ist schon gleich wieder das nächste Dü und somit der Beginn des neuen Tones. Das heißt, in dem Fall das Portato, wenn wir Portato auf der Blockflöte spielen, ist der Beginn des neuen Tones auch gleichzeitig das Ende unseres vorherigen Tones. So, in diesem Wikipedia-Artikel steht weiterhin, dass man das Portato eher bei langsamen Passagen anwendet und nicht bei schnelleren. Und das stimmt nicht, jedenfalls was das Blockflötenspiel angeht. Ihr könnt genauso gut Portato auch in einem schnellen Tempo spielen. Und das brauchen wir sogar oft, zum Beispiel wenn wir Barockmusik spielen, in diatonischen Passagen, also schrittweisen Notenfolgen, ohne große Sprünge oder wo nicht die Töne wiederholt werden. Da brauchen wir dass das schön dicht zusammengespielt ist, aber eben trotzdem diesen deutlichen Zungenstoß. In dem Artikel hier steht dann, dass bei schnelleren Passagen eher die verwandte Bezeichnung non-legato benutzt wird. Und dass das einen perlenderen Charakter hat. Non-legato heißt nicht gebunden. Und dann kann man das auch so aufschreiben, also die Pünktchen über die Noten, wie beim Staccato, aber dann einen Bogen drüber. Ja, das ist eine etwas kompliziertere Art, um das aufzuschreiben. Ich verwende deshalb lieber für meine Schüler oder für mich selber das Tenuto-Zeichen. Das ist ein waagerechter Strich über dem Notenkopf oder unten drunter. Und Tenuto bedeutet gehalten und eigentlich, dass der Ton sozusagen bis zum bitteren Ende ausgehalten werden muss. Also ihr braucht euch eigentlich nur das Wort Portato zu merken fürs Blockflötenspiel. Tenuto verwendet man eigentlich nicht. Ich will euch nicht vorenthalten, was Wikipedia zum Portato auf Blasinstrumenten schreibt. Das Portato auf Blasinstrumenten erreicht man, indem zwischen den Tönen der Luftstrom nicht ganz unterbrochen wird, die einzelnen Töne mit einem weichen Zungenstoß akzentuiert angespielt bzw. ausgehalten werden. Also mit diesem weichen Zungenstoß, da wäre ich kritisch, weil wir klingen ja bei der Blockflöte oft schnell zu weich und so ein bisschen wischiwaschi, wenn man 3 Meter weiter weg steht. Also lieber deutlich artikulieren. Aber was ganz wichtig hier dran ist, was hier gesagt wird, dass der Luftstrom kaum unterbrochen werden darf. Beim Portato müsst ihr so spielen, dass ihr blast, als ob ihr einen langen Ton blast und dazwischen macht ihr den Zungenstoß. Der Zungenstoß, der unterbricht kurz den Luftstrom, aber ihr unterbrecht den Luftstrom nicht von eurem Bauch aus oder von eurem Zwerchfell aus oder gar hier mit der Kehle, mit dem Kehlkopf irgendwie, sondern das macht nur die Zunge und sobald die weg ist vom Gaumen, kann der Luftstrom wieder fließen.
So, jetzt schauen wir noch als letztes nach dem Legato. Also beim Legato wird von einer Gruppe von Noten nur die erste mit dem Zungenstoß versehen und die anderen werden dran gebunden. Das heißt, da bewege ich nur noch die Finger, aber macht meine Zunge nichts mehr. Das wird gekennzeichnet mit einem Bogen über den Noten. Also die erste Note unterm Bogen bekommt einen Zungenstoß und alle anderen nicht. Sobald dann der Bogen zu Ende ist und neue Noten kommen, müsst ihr natürlich diese Noten wieder ganz normal anstoßen. Das kann auch bestimmte Herausforderungen darstellen, nämlich dass die Finger plötzlich nicht so gut flutschen, wie wenn man mit Zungenstoß spielt. Plötzlich stellt sich nämlich heraus, dass die Finger gar nicht so korrekt ihre Bewegungen ausführen, dass man sich verhuddelt, weil plötzlich der Zungenstoß als Halt fehlt. Da sind manche Griffverbindungen echt ein bisschen fies, die muss man extra gut üben, wenn es im Legato ist. Eine andere Herausforderung kann auch sein, dass man nicht genau weiß oder sich bewusst ist, welche Noten stehen denn unter dem Bogen und welche nicht. Also bei dieser Sonate hier von Benedetto Marcello, Opus 2 Nummer 11, in diesem Presto-Satz, da sind immer über 3 Noten Bögen und die vierte Sechzehntel wird wieder mit der Zunge angestoßen. Also die erste Note unterm Bogen wird angestoßen und dann wieder die Note, die einzeln steht nach dem Bogen und dann natürlich die nachfolgende Note danach. Und da kann es schon mal passieren, dass man entweder aus Versehen alle 4 Noten bindet, als ob der Bogen bis einschließlich zur vierten Sechzehntel stünde. Oder was auch oft passiert, dass jemand 2 mal 2 Noten bindet. Das ist jetzt keine Katastrophe, aber man soll ja versuchen, es so zu spielen, wie es gedacht ist. Und das kann schon mal ein bisschen knifflig sein bei Legato, bei Bindungen. So, und im Falle des Legato müsst ihr auch immer abwägen. Wir sind immer irgendwie ein bisschen speziell mit unserer Blockflöte. Es gibt nämlich Griffverbindungen, wo das richtig blöd klingt, wenn man da Legato spielt, weil es einen Registerwechsel gibt und dann glucksen kann. Ich weiß gar nicht, ob Glucksen ein offizielles Wort ist, aber es gibt dann so, man hört so den Registerwechsel, es gibt so ein Geräusch. Und da könnt ihr einfach mal schauen und überlegen, sind diese Bindungen wörtlich gemeint? Denn dieses Stück, was ich jetzt mal hier als Beispiel habe, das ist die Partita Nummer 2 von Georg Philipp Telemann. Die ist eigentlich von ihm für Oboe komponiert, aber mit dem Zusatz, man kann es auch auf der Violine spielen oder auf der Traversflöte. Und die Blockflöte war in der Barockzeit auch allgegenwärtig und es war auch erlaubt, das alles auf der Blockflöte zu spielen. Aber es kann gut sein, dass dieselbe Stelle in den Noten erstmal so gar nicht da stand, sondern dass diese Ausgabe, die ich hier habe, für Blockflöte schon mal transponiert ist in eine andere Tonart. Und es kann auch noch sein, dass, selbst wenn es die gleichen Töne wären, bei der Oboe da kein Glucksen entsteht und bei der Violine schon gar nicht. Und nur bei der Version für die Blockflöte haben wir dieses blöde Geräusch. Und dann könnt ihr versuchen, manche Stellen mit Portato zu spielen statt Legato, weil es klingt ja ganz ähnlich. Und dann könnt ihr das Geräusch bei dem Registerwechsel verhindern. Das muss man dann aber wirklich sehr, sehr weich anstoßen, also ein ganz weich angestoßenes Portato, damit es klingt wie gebunden. Und das kommt uns jetzt mal entgegen, dass die Blockflöte oft so undeutlich und so ein bisschen diffus klingt, sobald man ein paar Meter weiter weg ist. Jetzt darf das da auch mal sein. Also beim Legato, passt immer auf, muss ich das wirklich wörtlich nehmen? Das gilt vor allem für Stücke, die für Gesang geschrieben sind eigentlich. Da stehen ja 1000 Bögen drüber und das müsst ihr gar nicht wörtlich nehmen in den meisten Fällen, sondern könnt das schön weich mit der Zunge anstoßen.
Ja, soweit heute zu Portato, Legato, Staccato und den Nebenpfaden, die damit zu tun haben. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen mehr Klarheit für euch schaffen. Wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Das hilft mir nämlich auch, meine Arbeit weiter zu verbreiten. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, meinen Kanal, dann wird es höchste Zeit. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht und wir sehen uns nächsten Freitag wieder auf Veras Blockflöten-Kanal. Bis dahin!